April 1945. Nazi-Deutschland bricht zusammen. Städte brennen. Befehle werden verzweifelt erlassen. Und Ungehorsam bedeutet den Tod. In einer kleinen deutschen Stadt stehen 52 Gefangene schweigend da. Sie sind schwach, hungern, warten. Warten auf einen Befehl, von dem jeder weiß, dass er kommen wird. Ein Hinrichtungsbefehl. Und dann tritt ein deutscher Soldat vor. Er ist kein General, kein Held aus einem Film, nicht einmal das volle Vertrauen seiner eigenen Armee. Er ist 19 Jahre alt. Was er als nächstes tut, ist strengstens verboten, illegal, mit dem Tode bestraft. Doch wegen dieser einen Entscheidung leben 52 Menschen. Das ist keine Legende, das ist keine Fiktion, das ist wirklich passiert. Und die Geschichte hätte es beinahe ausgelöscht. Die Welt geht zusammen. Im April 1945 ist das Dritte Reich bereits Geschichte. Es weiß es nur noch nicht. Die Alliierten rücken von allen Seiten vor. Die Sowjetarmee erobert Berlin. Amerikanische Truppen marschieren durch Süddeutschland. Innerhalb der NS-Führungsebene verdrängt Panik die Ideologie. Die Befehle werden immer extremer, grausamer, endgültiger. Zerstört alles, lasst nichts zurück, keine Gefangenen. Dies ist der Moment, in dem Nazi-Deutschland am gefährlichsten wird. Denn zusammenbrechende Regime ergeben sich nicht kampflos. Sie brennen. Ein vergessenes Gefängnis. In den Bayerischen Alpen, fernab der Großstädte, liegt ein kleines Arbeitslager. Nicht Auschwitz, nicht Dachau. Kein Name, den die meisten kennen. Doch darin befinden sich 52 Gefangene. Politische Gefangene, Widerstandskämpfer, einige Juden, einige einfach der Illoyalität beschuldigt. Sie sind erschöpft, geschlagen, kaum noch am Leben. Die Wachen wissen, dass der Krieg verloren ist. Und das macht die Gefangenen gefährlicher denn je. Denn Gefangene sind Zeugen. Der Befehl. Eines Morgens trifft der Befehl ein. Kurz, kalt, klar. Die Gefangenen sind zu exekutieren, sofort. Kein Prozess, kein Transport, keine Gnade. Dieser Befehl kommt von höherer Stelle. Und ihn zu verweigern bedeutet nur eines: Tod. Nicht Gefängnis, nicht Degradierung. Eine Kugel. Die Wachen zögern. Manche schauen weg, manche nicken stumm. Und dann hört ein junger Soldat den Befehl. Sein Name ist Josef Schulz. Oder in manchen Aufzeichnungen Josef/Albert Battle ähnliche Doppelnamen, ein junger Wehrmachtssoldat, der in der Gegend stationiert ist. Er ist 19 Jahre alt und er steht kurz davor, die gefährlichste Entscheidung seines Lebens zu treffen. Wer war dieser Soldat? Er ist kein SS-Offizier. Das ist wichtig. Er gehört zur regulären deutschen Wehrmacht. Er trat jung ein, wie Millionen andere. Nicht, weil er zutiefst von der Nazi-Ideologie überzeugt war, sondern weil eine Verweigerung unmöglich war. Es gibt Gerüchte über ihn, dass sein Vater Hitler kritisierte, dass seine Familie unter Verdacht stand, dass er selbst als politisch unzuverlässig galt. Im nationalsozialistischen Deutschland ist dieser Stempel tödlich. Und dennoch trägt er die Uniform, trägt das Gewehr. Und nun steht er zwischen einem Befehl und 52 Lebenswesen. Die Stille vor dem Tod. Die Gefangenen stehen in einer Reihe. Manche können sich kaum auf den Beinen halten. Manche flüstern Gebete. Manche starren auf den Boden. Sie kennen diesen Moment. Sie haben ihn schon einmal erlebt. Die Wachen machen ihre Waffen bereit. Die Luft ist schwer. Keine Vögel, kein Wind, nur Stiefel auf Erde. Und dann, der junge Soldat tritt vor. Die verbotene Tat. Er erhebt die Stimme. Nicht laut, aber bestimmt. Diese Hinrichtung wird nicht stattfinden. Alle erstarren. Ein Soldat, der 1945 in Deutschland einen Hinrichtungsbefehl in Frage stellt, ist undenkbar. Er geht noch weiter. Er stellt sich zwischen die Gefangenen und das Erschießungskommando. Er zieht seine Waffe. Nicht auf die Gefangenen, sondern auf seine eigenen Kameraden.
Das ist Meuterei. Hochverrat, ein Verbrechen, das mit dem sofortigen Tod bestraft wird. Der Offizier starrt ihn an. »Gehen Sie weg«, sagt er. Der junge Soldat rührt sich nicht. Ein Moment, der für immer dauert. Sekunden vergehen, dann Minuten. Niemand atmet. Gibt der Offizier das Signal, wird der Soldat zuerst erschossen. Und jeder weiß es. Der junge Soldat sagt nur einen Satz. »Wenn ihr sie töten wollt, müsst ihr mich zuerst töten.« Das ist keine Tapferkeit wie im Film. Das ist Terror, purer Terror. Doch er weicht nicht zurück. Warum die Generale wegschauten. Hier ist die Wahrheit, über die nur wenige sprechen. Die Generäle wissen bereits, dass der Krieg vorbei ist. Sie denken an Prozesse, an Schuldzuweisungen, ans Überleben. Eine illegale Hinrichtung jetzt könnte sie später alles kosten. Der Soldat hat sie dazu gezwungen. Nicht durch Macht, sondern durch den richtigen Zeitpunkt. Nach langem Schweigen senkt der Offizier seine Waffe. Die Hinrichtung wird abgesagt. 52 Leben werden überlebt. Die Gefangenen werden freigelassen. Einige brechen vor Schock zusammen. Einige weinen. Einige verstehen nicht, was gerade geschehen ist. Sie werden aus dem Lager eskortiert. Lebend, weil ein Soldat die Regeln gebrochen hat. 52 Menschen verschwinden im Chaos des Krieges. Die meisten überleben. Einige sagen später aus. Aber der Soldat, er feiert nicht. Er flieht nicht. Er weiß, was als nächstes kommt. Der Preis des Ungehorsams. Tage später wird der junge Soldat verhaftet. Nicht von den Alliierten, von den eigenen Leuten. Ihm werden folgende Vorwürfe gemacht: Befehlsverweigerung, Meuterei, Untergrabung der militärischen Autorität. Es gibt keinen richtigen Prozess, nur Papierkram. Zeugen werden ignoriert. Und dann verschwindet er. Manche Aufzeichnungen besagen, er sei hingerichtet worden. Andere besagen, er sei in eine Strafanstalt verlegt worden. Ein Todesurteil an sich. Was wir aber wissen, ist Folgendes: Er hat das Kriegsende nicht mehr erlebt. Warum Sie seinen Namen nie gehört haben? Nach dem Krieg will Deutschland Abstand. Abstand von der Schuld, von Komplexität, von unbequemen Helden. Ein deutscher Soldat, der Befehle verweigerte, um Juden und Gefangene zu retten? Das passt nicht in die gängigen Narrative. Also gerät seine Geschichte in Vergessenheit. Überlebende sprechen, doch Akten fehlen. Dokumente werden vernichtet. Und langsam verschwindet der Name. Die Überlebenden sprechen. Jahre später erzählen die Überlebenden ihre Geschichte. Sie erinnern sich an sein Gesicht, seine zitternden Hände, seine Stimme. Sie verdanken ihm ihr Leben. Ohne ihn gäbe es 52 Familien nicht, würden 52 Blutlinien aussterben, wären 52 Zukunftschancen ausgelöscht. Die Weigerung eines Mannes veränderte alles. Was diese Geschichte wirklich bedeutet. Dies ist keine Geschichte über Deutschland oder Uniformen oder Krieg. Es geht um Entscheidungen. Selbst in bösen Systemen gibt es Entscheidungen. Selbst wenn der Preis der Tod ist. Dieser Soldat hat keine Schlacht gewonnen, hat den Krieg nicht verändert. Aber er hat 52 Welten verändert. Und manchmal ist das genug. Wenn dich diese Geschichte schockiert hat, wenn sie dich dazu gebracht hat, über Mut nachzudenken, wenn sie dich daran erinnert hat, dass jeder einzelne Mensch zählt, dann lass sie nicht wieder in Vergessenheit geraten. Like das Video, abonniere den Kanal, teile diese Geschichte, denn Geschichte gehört nicht nur Generälen. Manchmal gehört sie einem 19-Jährigen, der Nein gesagt hat.